Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir sind wieder zurück im legendären Dungeon und heute habe ich mal vor, auf Ansage einen Zero Death Run heraufzubeschwören quasi. Ja, ich habe mir selbst mal die Challenge gestellt, ey, was ist eigentlich, wenn ich bewusst auf einen Null-Tode, Lauf gehe, Zero Death Run auf Deutsch halt, ne? Das habe ich mich mal so gefragt und ich fand das als Challenge für mich selbst, für eine Videoidee eigentlich ganz cool, weil in der Vergangenheit habe ich ja schon bereits zweimal den Zero Death Run geschafft, das heißt von Etage 1 bis Etage 100, komplett ohne einen einzigen Tod durchzurunnen und da habe ich mir so gedacht, alle guten Dinge sind drei und ja, wenn wir da ganz bewusst und überlegt an die Sache rangehen, könnte es eventuell sein, das ist so jetzt, sage ich mal, die Challenge, wenn ich darauf achte, alles richtig zu machen, dann schaffe ich in diesem Video einen Zero Death Run mit Ansage, ja. Ob das Ganze klappen wird, ne, das werden wir jetzt herausfinden. Es kann natürlich auch sein, dass das Ding jetzt komplett in die Hose geht und ich bei Etage 10 schon tot bin. Ja, kann alles möglich sein, denn es gehört natürlich auch eine gewaltige Portion Glück dazu, dass man so einen Zero Death Run schafft. Und vor allen Dingen die Anfangsbuffs sind dabei sehr, sehr wichtig in den ersten Etagen, damit man einen soliden Grundstart hinbekommt und ja, eventuell kann sich ja der ein oder andere bei meinen Gedankengängen, die ich so jetzt mit euch gleich teilen werde, ja, vielleicht was abhorchen und selbst übernehmen, denn ich bin sonst nie wirklich bewusst auf Zero Death Runs gegangen, sondern habe mehr so das Gold im Vordergrund gesehen. Ich habe dann mal, wenn so eine Leiche da lag, die habe ich dann mal angeklickt, ne, in der Hoffnung, okay, die steht nicht auf, da ist Loot hinter und sowas. Ne. Das werden wir alles weglassen. Wir werden ganz bewusst auf null Tode gehen. Ja, so wie es eigentlich die meisten von euch, die ja alle Free-to-Play-Spieler eigentlich machen, die so gut wie möglich ohne Tode durch diesen Dungeon durch wollen. Und so werden wir es heute auch versuchen und versuchen auch damit den dritten Zero Death Run zu bekommen. So, und deswegen würde ich sagen, gehen wir mal direkt rein in den legendären Dungeon. Ich bin selbst sehr gespannt, bis zu welcher Etage wir kommen, wenn wir das Ganze auf Ansage machen. Ja. Kleines Handicap noch an der Stelle an mich selbst, nur ganz kurz mal erwähnt, bevor ich hier weitermache. Ja, wir haben es jetzt gerade 9:13 Uhr, ich komme aus der Nachtschicht und vom Sport und nehme jetzt gerade hier das Video für heute auf, damit natürlich auch jeden Tag die Streak treu bleibt und aufrecht bleibt und das Video hier am Start ist. Ne, deswegen ist das eine kleine Zusatz-Challenge-Handicap für mich an der Stelle, weil ich jetzt schon komplett unkonzentriert und müde bin und das ist natürlich für so eine Challenge sehr kontraproduktiv, sag ich mal. Aber ist egal, wir geben trotzdem unser Bestes hier. Wir kriegen das schon hin irgendwie und wir hoffen einfach darauf, dass wir gute Sachen bekommen. Ne? So ein, ja, hier habe ich jetzt die Leiche aufgenommen, weil wir den Buff haben. So einen Null-Tode-Run zu bekommen, ist an sich wirklich schon extrem, extrem schwer. Und habe ich auch nicht umsonst erst zweimal hinbekommen. Ich fand es aber, wie gesagt, selbst für mich interessant, ey, was passiert, wenn ich ganz bewusst darauf gehe, so wenig wie möglich zu sterben. Ja? Und das werden wir hier heute auf jeden Fall herausfinden und dementsprechend auch darauf spielen. Das ist schon mal sehr gut. Und versuchen halt wirklich so wenig wie möglich Damage zu kassieren. Die ersten Etagen versuchen wir natürlich Schlüssel zu generieren. Wenn ich wirklich darauf spiele, so weit wie möglich zu kommen, dann gucke ich schon, dass ich so, wenn ich bei der Hälfte des Lebens bin, nicht unbedingt noch mehr Schaden nehme, sondern erstmal vielleicht die Schlüssel nutze und durch Türen oder sowas gehe, denn wenn ich schon genug habe und hoffe, dass ich dann so, ja, 4 bis 5 Schlüssel ungefähr habe, wenn ich Etage 25 abgeschlossen habe.
So, das wird jetzt schon eine haarige Angelegenheit hier. Wir müssen gleich den Zwischenboss nämlich mit bedenken. Dafür brauchen wir noch ein bisschen Leben tatsächlich. Okay, ein Item hilft uns hier nicht so wirklich weiter. Denn wir wollen natürlich... da müssen wir ausweichen. Okay, das sieht schon mal nicht gut aus. Denn wir wollen natürlich 4 Schlüssel im Optimalfall mindestens haben für den Schlüsselmeister, für One-Hit-Wonder oder 3 Schlüssel für den großen Lebensbuff. Ne? 6 Etagen mal 20% Lebenregeneration. Und die Runen spielen natürlich auch eine extrem wichtige Rolle bei der ganzen Sache hier. Wir sind jetzt auf Biegen und Brechen auf Etage 25 gekommen und ja, wir sind jetzt quasi One-Hit. Der nächste Treffer, da ist das Ding hier schon gelaufen. So, also wir brauchen auf jeden Fall auch ein bisschen Glück. Leider haben wir dies auch nicht mit den Runen, denn das zählt nämlich auch dazu, dass man bei den Runen Glück braucht und dementsprechend sieht das hier schon ein bisschen mager aus. Brocken der Gier, an sich eigentlich eine coole Rune, aber zum Anfang nicht so nice. Da will man lieber sowas wie Seele des Hasen haben. Oder was willst du noch haben? Anhänger des Schlüsselmeisters auch, ja, aber vielleicht dann erst als nächstes. Seele des Hasen wäre als erste Rune hier schon das Beste. So, Problem ist, wir haben jetzt 3 Schlüssel und nicht 4. Das heißt, mit 4 wollen wir zum Schlüssel laden. 3 ist die Notlösung für einen Buff und 2 ist nachher schon zu wenig für einen Schlüsselmeister. Problem ist jetzt, wenn wir eine Tür öffnen, dann haben wir schon unsere Grenze überschritten. Wir müssten aber eine Tür öffnen, weil wir One-Hit sind und darauf hoffen müssen, dass wir jetzt nicht getroffen werden. Das ist ziemlich riskant, wenn wir jetzt an jedem Monster hier irgendwie vorbei schlängeln wollen. Deswegen gehe ich mal in die Tür rein und hoffe einfach, dass wir irgendwie einen Buff oder sowas bekommen. Okay. Alles klar. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Das bringt uns schon mal hier deutlich weiter. So, jetzt müssten wir den angreifen wieder, damit wir wenigstens 3 Schlüssel haben. Okay. Und wir hoffen einfach, dass wir nicht so viele Monsterräume hier jetzt bekommen. Ja, ist okay. So, bei dem flüchten wir jetzt hier. Sehr schön. So, jetzt müssen wir einfach nur noch zum Schlüsselmeister. Ganz, ganz schlecht. Jetzt sind wir schon wieder potenziell, glaube ich, One-Hit. Der Gegner hier hatte 4,6 Millionen Leben mir abgezogen. Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht die Kommastelle danach jetzt gesehen. Das könnte jetzt schon wieder kritisch sein, wenn wir jetzt hier ans Monster rangehen. Könnten wir One-Hit sein. Wir könnten aber auch ganz, 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 ganz knapp überleben. Boah, das ist jetzt schon so spannend, ne? Und wir sind gerade mal erst auf Etage 31. Also das ist gar nicht gut. Soll ich nochmal die Tür nehmen? Ist die Frage. Wir sind aber gleich beim Schlüsselmeister. Das dauert nicht mehr lange. Wir gehen mal links lang. Wollen wir Risiko machen? Kein Risiko wäre jetzt hier rechts lang. Aber dann haben wir nichts mehr für einen Schlüsselmeister. Wir brauchen den Buff vom Schlüsselmeister. Und dafür brauchen wir 3 Schlüssel. Wir gehen links lang. Okay, kein Monster. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und weiter geht's. Oh nein, wir sind immer noch nicht da. Gleiche Problematik. Ich glaube, wir haben ganz, 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 ganz knapp zu wenig Leben, dass wir den Hit vom Monster hier überleben. Und hätten wir jetzt Seele des Hasen, wäre ich safe rechts durch die Tür gegangen, weil dann hätten wir 40% mehr Ausweichchance. Und damit kannst du eigentlich gut den Monstern dodgen. Da brauchst du dir eigentlich wenig bis fast gar keine Gedanken machen, so am Anfang. Das ist extrem nice. Haben wir jetzt aber nicht. Und deswegen müssen wir so irgendwie zurechtkommen. Ja, wir spielen einfach drauf. Wir spielen drauf. Ich könnte jetzt auf künstlich, sag ich mal, jetzt noch ein paar Etagen mehr schaffen, wenn wir den sicheren Weg gehen. Aber wenn ich jetzt Risiko mache, dann können wir sehr viel mehr Etagen noch machen. Deswegen gehe ich jetzt mal rechts lang und hoffe einfach, dass wir ausweichen.
Ja, und Digga. Oh mein Gott, Junge. Und wir haben einfach. Wir haben mit. Okay, ja, Digga. Wie gesagt, ich hätte jetzt noch auf künstlich, hätte ich jetzt noch ein, zwei Etagen gepusht, dann wären wir vielleicht noch so bis zur Etage 50 gekommen. Wenn wir jetzt noch so ein paar Schlüssel geused hätten, 3 Etagen hätten wir ja noch durch die Schlüssel gehabt, das heißt 3 Türen. Ne? Eventuell wäre dort irgendwo noch ein Buff gekommen. Der Schlüsselmeister wäre safe die nächsten 3 Etagen irgendwann jetzt gekommen, wo wir uns auch nochmal hätten Leben dazu kaufen können. Und dann wären wir so auf Biegen und Brechen vielleicht bis zur Etage 50 oder so gekommen. Ja, aber ich wollte jetzt halt eben den Weg gehen, dass man sagt, okay, wir riskieren jetzt hier dass wir den Schlüsselmeister mit 3 Schlüsseln betreten. Das heißt, wir können uns den 20% Buff auf 6 Etagen gönnen. Und dieser Buff ist natürlich sehr, 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 sehr gut, um Leben wieder zu regenerieren und weitere Etagen natürlich zu bekommen. Hätten wir jetzt Full Life gehabt, hätte ich natürlich One-Hit-Wonder genommen. Also nur diese 2 sind ausschlaggebend so für solche Runs. Und ja, für beide hätte ich zu wenig gehabt, wären wir jetzt mit weniger Schlüsseln da hingegangen. Aber auch wirklich sehr, sehr unlucky, dass wir mit so wenig Leben hier ja, jetzt, also, dass es so haarscharf gewesen ist jetzt die Nummer. Ja, sehr ärgerlich, ne? Sehr ärgerlich, haben wir leider nicht geschafft. Leider sollte heute der dritte Zero Death Run nicht vollendet werden, aber eventuell gefällt euch das Ganze und wir versuchen, oder beziehungsweise ich versuche, demnächst nochmal auf Ansage so ein Live Zero Death Run. Vielleicht klappt es beim nächsten Mal besser. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst es mich sehr gerne wissen in den Kommentaren und ja, wenn es euch gefällt, dann lasst auch gerne einen Daumen da, dann sehe ich, okay, das Ganze kann man vielleicht nochmal machen und eventuell bringt euch das auch weiter oder interessiert euch, was ich hier so zu sagen habe bezüglich meiner Gedankengänge so zu diesen Zero Death Runs. Und genau. Lasst es mich auf jeden Fall wissen und dann machen wir demnächst vielleicht nochmal sowas. Ne? Mir macht es auf jeden Fall Spaß. Ich finde die Challenge cool, sich mal darauf zu konzentrieren, ja, so ein Zero-Death-Run-Counter irgendwie hinzubekommen, dass man sagt, okay, wir achten jetzt wirklich auf jedes Detail und im Prinzip spielen ja die meisten auch so von euch, dass sie wirklich sehr krass überlegen, welche Tür nehme ich jetzt, was klicke ich an, welches Monster greife ich an, weil natürlich die meisten auch Free-to-Play spielen und dementsprechend nicht einfach mal so durchrushen. Und deswegen finde ich dieses bewusste Spielen des Dungeons eigentlich eine sehr coole Abwechslung und ein sehr cooles Videoformat. Wie gesagt, lasst es mich wissen in den Kommentaren mit dem Daumen, dann weiß ich Bescheid. Alles klar, das war es soweit von mir. Vielleicht klappt es beim nächsten Mal besser. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.